zu Howard. Was erwartest du eigentlich von mir? Soll ich zu Hause sitzen und deine Strümpfe stopfen? Wozu haben wir Dienstboten? Ich denke, dir laufen sie ständig weg. Du gibst, Peggy. Ich? Nicht Mrs. Potter? Ich habe doch 4 Pik gespielt. Na, wenn du dir noch nicht einmal dein eigenes Blatt merken kannst. In der zweiten Manche hast du 1000 verloren. Kannst du dir das überhaupt leisten, meine Liebe? So schlecht geht's uns auch wieder nicht. Na, wenn dein Bridge nicht besser wird. Sie spielt doch nur, bis Mary wieder runterkommt. Jane, was macht Mrs. Haynes da oben? Sie wird die Wäschevertreterin nicht los, die Sie ihr geschickt haben. Mary muss ihr doch nichts abkaufen. Ich habe doch diese Person bloß loswerden wollen. Peggy, du kommst. Ich passe. Sie will sich nicht konzentrieren. Sie ist verliebt, die Glückliche. Wenn sie erst einmal so lange verheiratet sein wird wie ihr, dann wird sie sich auch wieder auf so lebenswichtige Dinge wie Bridge konzentrieren können. Schon wieder ein Vortrag über die moderne Frau? Geschenkt. Ich glaube, ich bin eine gute Ehefrau. Ich habe Howard Fowler sehr, sehr viel geopfert. 2 Pik. Und meinen Kindern widme ich mindestens ebenso viel Zeit wie irgendeine meiner Freundinnen. Außer Mary, ich passe. Mary, natürlich. Mary ist ja immer eine Ausnahme. Stimmt. Peggy. Ich passe. Edith, nicht schon wieder! Ich hätte keine Mayonnaise essen sollen. Das ist absolut das letzte Mal, dass ich diesen Wahnsinn für irgendeinen Mann durchmache. 4 Pik. Wenn die Männer Kinder kriegen müssen, Gäbe es würde ich höchstens eines pro Familie. Ich passe. Oh, ich hätte so gerne ein Baby, aber wir können uns noch keins leisten. Du wirst dir erst eins leisten können, wenn du West Bridge spielen kannst. Warte nur, bis du 3 Kinder gehabt hast, Peggy. Ich passe. Ich auch. Also, Edith, wieso hast du denn keinen Slam angesagt? Entschuldige. Arme, verwirrte Madonna. Ich hab sie recht gern, aber manchmal geht sie mir auch auf die Nerven. Das hört sich so an, als ob sie weiß, was für Schwierigkeiten hätte. Dabei sagt Dr. Briggs, bei ihr kommen die Kinder wie die Erbsen aus der Schale. Sie sollte mal durchmachen, was ich durchgemacht habe. Cynthia haben sie mit einem Kaiserschnitt geholt. Hast du keinen Treff, Peggy? Ihr solltet meinen Bauch sehen. Also wie mein Bauch aussieht, das wäre mir ganz egal. Hauptsache ein Baby. Patricia Smith, die kleine Schwarze, ihr erinnert euch doch, die ist bei der Geburt ihres ersten Kindes gestorben. 6 sind drin. 6, wirklich. Hast du den König, Peggy? Danke, Liebes. 7 gemacht und der Rubber. Oh. Aber ich habe meine Figur behalten. Ich kann es Ediths Mann nicht übernehmen, wenn er sie betrügt. Oh, tut er denn das? Ich bitte dich. Er hat es doch bei uns allen versucht. Also ich finde das geschmacklos, wenn sich ein Mann ausgerechnet die Freundinnen seiner Frau aussuchte. Besonders wenn er eine Glatze hat und fett ist. Phelps Potter, habe ich ihm gesagt, wenn du mich noch ein einziges Mal berührst, gehe ich direkt zu Edith und sag's ihr. Und? Hast du? Natürlich nicht. Um nichts in der Welt würde ich Edith kränken wollen. Außerdem ist das bei ihr gar nicht nötig. Sie ist nicht so dumm wie die meisten anderen meiner Freundinnen. Sie kennt ihren Mann. Kennt er sie? Na, wieso? Wenn er wüsste, wie sie von ihm redet. Wissen wir denn, wie die Männer hinter unserem Rücken reden? Die sprachlichen Mittel des Mannes reichen doch gar nicht aus, um boshaft zu sein. Und du, Peggy, bist noch gar nicht lange genug verheiratet, um deinen Mann wirklich zu kennen. Jedenfalls würde ich solche Sachen für mich behalten. Oder glaubst du, ich würde es jemals auch nur erwähnen, was ich mit John für Krachs wegen des lieben Geldes habe? Also da wäre ich doch viel zu stolz dazu. Ach, alles vorbei. Na, Lau. Wie stehen wir? 7 gemacht. Du lizitierst immer zu niedrig, meine Liebe. Ich wette, ihr habt mich jetzt richtig schön seziert, oder? Ich sage nie etwas hinter deinem Rücken, das ich dir nicht auch ins Gesicht sagen würde. Ich habe lediglich erwähnt, dass du etwas mehr Diät halten solltest. In meinem Zustand ist das ganz egal, ob ich Diät halte oder nicht. Ich muss dann sowieso wieder von vorne anfangen. Mary, ist der Winter nicht gut bekommen? Habt ihr die Falten gesehen? Vom Lächeln. Tragisch, nicht? Vielleicht. Es geht immer etwas schief, wenn eine Frau sich zu sicher fühlt. Was heißt sicher? Glücklich ist sie, das ist alles. Ihr Mann vergöttert sie. Ja, in der Tat. Das kannst du nicht ertragen, nicht wahr, Was kann ich Sylvia? nicht ertragen? Marys Glück, es deprimiert dich. Also, Nancy, eines kann ich behaupten. Ich beneide niemanden, schon gar nicht Mary. Warum sollte ich Mary beneiden? Weil sie mit dem zufrieden ist, was sie ist. Was ist sie denn schon? Eine Frau. Und was sind wir? Weibchen. Und was bist du? Ich bin eine alte Jungfer. Ja, das ist richtig. Ja. Wenn ich doch auch so schreiben und Geld verdienen könnte wie du, Nancy. Peggy. Du würdest alles verdienen, nur kein Geld. Als ob du Geld verdienst. Wer kauft denn deine Bücher? Du natürlich nicht, Sylvia. Übrigens, es freut euch sicher, dass mein neues Buch fertig ist und dass ich euch bald wieder verlasse. Ja. Wenn ich es mir doch auch leisten könnte, so herumzureisen. Wohin fährst du denn diesmal? Nach Afrika. Recht hast du. Ich würde auch lieber einem Tiger ins Auge blicken, als den Kritiken über dein neues Buch. Oh, Mary. Oh, Mary.
Entschuldigt, Kinder. Entschuldigt. Silvia, warum schickst du mir immer solche Jammergestalten? Diese halbe Stunde hat mich viel gekostet. Oh, mich auch, Mrs. Haynes. Unsinn, Peggy, du hast doch für mich gespielt. Oh, danke. Aber machen Sie jetzt noch nicht auf. Es ist ein Schlafrock drin oder ein Bettjäckchen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe fast geweint. Du wirst dir doch ihre Schauermärchen nicht geglaubt haben. Doch, alles habe ich ihr geglaubt. Jedenfalls geht es ihr schlechter als dir und mir. Edith, Elisa. Oh, du bist lieb. Oh Gott, ist mir schlecht. Das wird ein Mädchen. Mädchen greifen immer stärker an. Schon vor der Geburt? Mir ist im Moment ganz egal, was es wird. Aber warum muss es 9 Monate dauern? Bei den Elefanten dauert es 7 Jahre. Ich sehe sowieso schon aus wie ein Elefant. Mein Gott, Edith, sicher ist es unangenehm, aber wenn es vorbei ist, ist es doch das Schönste auf der Welt, Kinder zu haben. Frau, die gnädige Herr ist am Telefon. Oh, er wird sicher wieder im Büro aufgehalten. Ein Küsschen von mir. Gern. Nancy, du irrst dich, was Mary und mich anbelangt. Lässt es dir keine Ruhe? Wenn du es genau wissen willst, sie tut mir leid. So. Es könnte doch sein, dass Marys Glück auf Sand gebaut ist. Ach, Quatsch. Jane, sind die Kinder schon da? Ja, Sie sind soeben aus dem Park zurück, Miss Blake. Oh, ich möchte so gerne Marys kleines Mädchen sehen. Kommst du mit? Na gut, ich glaube, wir sind jetzt sowieso an der Reihe, seziert zu werden. Obwohl, viel geben wir nicht her. Du hast einen armen Mann und ich gar keinen. Das ist absolut das letzte Mal, dass ich mit Nancy Bridge gespielt habe. Immer hackt sie auf mir herum. Wen bitteschön hat sie denn schon auf der Welt außer uns? Es hat mich ganz nervös gemacht, wie sie dich wegen Mary sekiert hat. Ich wäre fast explodiert und das in meinem Zustand. Ich muss dir was sagen, sonst explodiere ich. Das habe ich gewusst. Halt dich fest. Stephen betrügt Mary. Nein. Wirklich? Warte doch, bis du alles weißt. Du weißt doch, dass ich mich bei Frederik frisieren lasse. Ja. Das würde dir übrigens auch nicht schaden. Silvia. Jedenfalls, Frederik hat seit kurzem eine sensationelle Maniküre. Die ist wirklich fabelhaft. Ist das nicht fantastisch? Dschungelrot nennen sie es. Prachtvoll. Weiter. Ich habe natürlich sofort bei dir angerufen. Ich saß in der Badewanne. Diese Maniküre, sie ist wirklich sensationell. Ich blättere gerade in der Vogue. Ausgerechnet in der Nummer, in der Mary in ihrem neuen Beaux-Arts-Ballkleid abgebildet ist. Als diese Maniküre plötzlich sagt, verzeihen Sie, Mrs. Fowler, ist das nicht Mrs. Haynes, die so irrsinnig reich ist? Komisch, dass solche Leute uns immer für reich halten. Was sie sonst noch gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Du kennst doch diese Geschöpfe. Plappern, 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 ohne Pause. Plötzlich jedoch sagt sie, ich kenne die Person, die Mr. Haynes aushält. Nein! Ich schwör's dir. Kennen wir sie? Nein, das ist doch das Entsetzliche. Es ist eine Freundin dieser Person. Wenn Stephen sich wenigstens eine von unseresgleichen ausgesucht hätte, bitte. Aber so ein blondes Nichts. Wo hat er sie denn kennengelernt? Tja, wo und wie treffen Männer solche Bestien? Männer, solche Frauen leben doch nur dafür. Und Mary, weiß sie es schon? Nein, sie kann doch nichts verbergen. Sie wird es schon herausbekommen. So viel Instinkt hat jede Frau, dass sie spürt, wenn ihr Mann sie betrügt. Ich wüsste es sofort. Du, sicher. Aber doch nicht Mary. Wenn ich nur eine Möglichkeit wüsste, sie zu warnen. Du wirst es ihr doch nicht sagen? Na, lieber sterbe ich, als sie so zu kränken. Kann man dieser Maniküre nicht das Maul stopfen? Nein, nein, dafür ist die Geschichte zu gut. Ihr seht ja beide so erleichtert aus. Hast du gelauscht? Bin ich du? Aber Silvia, wir waren doch im Kinderzimmer. Da bist du ja wieder. Hast du Stephen den Kuss ausgerichtet? Ja? Wie geht es ihm eigentlich? Es geht ihm nicht so gut in letzter Zeit. Ach, was fehlt ihm denn? Ein nervöses Magenleiden. Deshalb die neue Köchin. Phelps hat auch seit Jahren Verdauungsstörungen. In der Nacht rumort es in ihm immer wie ein Lastwagen auf Pflastersteinen. Hat Stephen vielleicht Sorgen? Nein, nein. Er muss nur jetzt oft in letzter Zeit länger arbeiten. Heute kommt er auch nicht zum Essen. Bist du sicher, dass es das Büro ist? Und nicht irgendeine Blondine? Steven! Lass uns doch weiterspielen. Wieso? Stephen ist doch ganz attraktiv. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er nicht längst mit einem Revue-Girl durchgegangen ist. Jetzt aber raus damit, Silvia. Womit? Was hast du damit gemeint, dass Marys Glück auf Sand gebaut ist? Wie?
Ich wollte auch nur mal so geistreich sein wie du immer. Über die Ehe im Allgemeinen. Ich sage immer zu Howard, wenn du mich betrügst, geschieht es mir recht. Nicht schlecht. Nicht wahr, Nancy? Nein, schlecht ist es nicht. Wollen wir weiterspielen? Edith spielt mit Mary, Sylvia mit mir. Wie gefallen dir meine Fingernägel? Himmlisch. Und sie halten irrsinnig lange. Es ist der neueste Schrei bei Frederik. Du solltest auch mal hingehen. Silvia. Die neue Maniküre ist sensationell. Olga heißt sie. Silvia, deine Karte. Dschungelrot. Als ob du jemandem damit die Augen ausgekratzt hättest. Warum verletzt du mich ständig? Aber Silvia, Nancy wollte doch auch nur geistreich sein. Ja, auf meine Kosten. Alles an mir stört sie. Sogar meine Fingernägel. Also mir gefallen sie. Die Farbe ist neu und originell. Frederik, Olga, Nur Mut, nur tapfer sein. Nur noch eine Minute, Madeleine. Sie werden es nicht bereuen, Mrs. Wagstaff. Mein Sandwich. Courage! Wer schön sein will, muss leiden. Mein Prinz, wie geht es euch seit so vielen Tagen? Mein Prinz, ich habe... Verzeihung, ich dachte, das sei mein Platz. Hallo, Mrs. Wagstaff. Raten Sie doch mal, wer ich bin. Sie dürfen nicht sprechen, Madame, die Maske platzt. Ach, es ist aber auch zum Platzen, dieser Kleister im Gesicht. Mein teurer Prinz, ihr wisst gar wohl, ihr Tatplatz. Und Worte süß und Wer war denn das? Das war Mrs. Phipps, diese Schauspielerin. Sie kennen sie doch sicher. Sie spielt gerade am Broadway. Sie ist gestern von ihrem Mann in aller Öffentlichkeit geohrfeigt worden. Oh. Interessant. Wozu ist denn so eine Schlammmaske gut? Sie strafft das Kinn und zieht die Halsmuskeln zusammen. Ich nehme auch eine Schlammmaske. Jufi, sag an der Kasse Bescheid. Einmal Schlamm für Mrs. Wagstaff. Ach, ist mir übel. Hätte ich nur nicht den Hummer bei der Eröffnung vom Ritz gegessen. Das war Mrs. Barnes. Vorige Woche war sie noch im Krankenhaus. Es war gar keine Fleischvergiftung, es war eine Fehlgeburt. Olga, sie kann dich hören. Träge. Das ist nicht Träge, das ist Dschungelrot. Ach so, Dschungelrot. Alle sind wild drauf. Auch Mrs. Fowler nimmt diese Farbe. Mr. Fowler soll sein Geld an der Börse gemacht haben. Richtig. Aber neulich hat mir eine von Mrs. Fowlers Freundinnen erzählt, dass er Alkoholiker ist. Ach, was Sie nicht sagen. So, Sie sind erlöst, Mrs. Wagstaff. Was schon? Wir kennen Sie dann nach der Schlammmaske aus. Vorsicht, Mrs. Wagstaff, damit der Lack nicht verschmiert. Ihre neue Haarfarbe steht Ihnen ausgezeichnet. Und auch das Dschungelrot an den Füßen ist weltweit. Bitte hier lang, Mrs. Wagstaff. Stern von Rio, du könntest mein Schicksal sein. Diese alte Schachtel. Noch eine Dauerwelle und sie verliert alle ihre Haare. Höchstens noch ein Jahr und sie wird auch einen Mann verlieren. Wie kann eine Frau nur so dumm sein, einen Mann zu heiraten, der 10 Jahre jünger ist? Und weißt du, was eine Kundin ihrer Freundin unter der Haube erzählt hat? Homosexuell soll er auch sein. Monsieur Frederik hat noch 10 Minuten zu tun, Madame. Wünschen Sie jemanden bestimmten für die Maniküre? Ja, das Mädchen, das Mrs. Fowler bedient. Olga, ich schicke sie. Ich würde gern die Nägel von Miss Fowler stutzen. Im Innersten ist sie doch eine gute Freundin. In welchem Innersten? Nancy, du nimmst deine Freundinnen zu ernst. Das ist die Idee. Du bist hergekommen, weil du Sylvia nicht ernst nimmst? Du hast sie sehr gekränkt. Beim Mittagessen hat sie von nichts anderem gesprochen. Werde ich alt? Wer hat dir denn das in den Kopf gesetzt? Nein, sag die Wahrheit. Die Schönheit spiegelt sich nur in den Augen dessen, der sie betrachtet. Aber es ist so grässlich, machtlos zusehen zu müssen, wie sich diese kleinen Falten einnisten. Ja, die Zeit ist wie ein Nadeltier. Und das erste weiße Haar. So müsste man den Herbst empfinden, wenn man weiß, es kommt kein Frühling mehr. Es gibt nur eine Tragödie für die Frau. Alt zu werden. Den Mann zu verlieren. Deswegen haben wir ja solche Angst, alt zu werden. Hast du Angst? An meinem Geburtstag hat Steven zu mir gesagt, dass ich für ihn immer gleich aussehen werde. Sonst hätte dir nichts geschenkt. Es hatte gerade geregnet, er brachte mir ein neues Parfum mit.
Sommerregen. Eine große Flasche? Ach, du warst nie verliebt, Nancy. Wer sagt das? Warst du's? Ja. Warum hast du mir nie davon erzählt? Du hast mich nie danach gefragt. Er übrigens auch nicht. Bitte. Das Buch, auf das meine Leser so ungeduldig warten. Die Besiegten? Ursprünglich wollte ich es das Schweigen im Unterleib nennen. Aber mein Verleger glaubte, das würde zu viel Staub aufwirbeln. Wovon handelt es? Lies es. Oder lies es. Ihre Hand, bitte. Olga? Ja, Madame. Es gefällt dir nicht. Schade. Es war mein Abschiedsgeschenk. Ich verschwinde wieder einmal. Wohin? Nach Afrika. Ja, aber doch nicht schon heute. Ich wollte verhindern, dass du mir eine Abschiedsparty gibst. Bleib sitzen. Keine Tränen. Mir zuliebe. Leb wohl. Mary. Eine geistreiche Dame. Ja, sie ist ein Schatz. Eine Schriftstellerin? Ich möchte nur wissen, wie die sich immer diese Geschichten ausdenken. Der Anfang ist ja vielleicht nicht so schwer, aber das Ende. Ich glaube, jedes Leben gäbe eine interessante Geschichte ab. Aber eben ohne ein richtiges Ende. Olga. Oh, Verzeihung, Madame. Hat Mrs. Fowler sie hergeschickt? Diese Woche hat sie mir schon 3 Kundinnen geschickt. Kennen Sie Mrs. Parrish, die früher Leeds hieß? Sie hat mir selbst von ihrer Scheidung erzählt. Mr. Parrish ist eines Abends mit Lippenstift auf dem Unterhemd nach Hause gekommen. Sie sagte, bisher konnte er immer alles erklären, aber das war zu viel für ihn. Kennen Sie Mrs. Potter? Sie ist schon zum 3. Mal schwanger. Ja, die kenne ich auch. Einweichen, bitte. Kennen Sie Mrs. Haynes? Ja, sicher. Mrs. Fowler macht sich solche Sorgen um Sie. So? Warum denn? Ich mache mir keine Sorgen. Das würden Sie aber, wenn Sie das Mädchen kennen würden. Welches Mädchen? Crystal Ellen. Crystal Ellen? Ja, das Mädchen, mit dem Mr. Haynes Sie betrügt. Ist diese Falle zu glauben, Madame? Nein, nein. Mrs. Potter hat gesagt, sogar ihr ungeborenes Kind hätte sich furchtbar aufgeregt. Woher haben Sie denn diesen Unsinn? Ja, hat Ihnen denn Mrs. Fowler nichts davon erzählt? Nein. Crystal Ellen ist doch eine Freundin von mir. Einweichen, bitte. Sie ist Parfumverkäuferin bei Sales. Ich war früher auch dort, bevor ich gekündigt wurde. Das heißt, bevor ich weggegangen bin. Dort hat sie ihn auch kennengelernt. Wen? Diesen Mr. Stephen Haynes? Ja, vor 2 Monaten etwa. Wir hatten gerade nicht sehr viel zu tun. Es war ein schrecklicher Regentag, wie ich mich erinnere. Auf einmal kommt dieser Herr herein, seriöser Typ, gut aussehend, etwas Schütter am Kopf. Natürlich schnappt ihn sich die Crystal im ersten Moment. Ich möchte ein Parfum, sagt er. Darf ich fragen, für welchen Typ, fragt Crystal? Dabei hätte sie ihm auf alle Fälle unser neuesten Schlager Sommerregen angedreht. Ist es für eine junge Dame, fragt sie. Nein, sagt er etwas irritiert. Ist sie verführerisch? Nein, um Gottes Willen, sagt er. Um Gottes Willen, fragt sie ganz erstaunt und fängt an zu klimpern. Dann schüttet sie Parfum auf ihre Hand und in ihre Armbeuge und lässt ihn schnuppern. Ihm gefällt das. Er hört gar nicht mehr auf. Dann sagt er seinen Namen und eine von uns hat ihn schon mal in der Zeitung gelesen. Sie sind aber nervös. Naja, kurz darauf bin ich auch weg von Sales. Ich hatte schon ganz vergessen. Aber ein paar Wochen später will ich mal bei Crystal vorbeischauen. Ich meine, in ihrer Wohnung natürlich. Und da sagt mir ihre Wirtin, sie sei umgezogen in ein Haus, wo sie leichter Herrenbesuch empfangen könnte. Herrenbesuch, frage ich. Na, dieser Mr. Haynes, den sie immer stundenlang auf ihrem Zimmer hatte. Einmal lackieren oder doppelt? Keinmal. Ich denke, deswegen sind Sie hergekommen. Alle Freunde von Mrs. Fowler wollen... Was? Mrs. Fowlers Freundinnen hier suchen. Habe ich bekommen. Soll ich Mrs. Fowler sagen, dass Sie hier waren, Mrs.? Haynes. Mrs. Stephen Haynes. Mrs. Haynes. Das tut mir aber leid. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Ja. Bitte, hören Sie auf, diese Geschichte herumzuerzählen. Ja, natürlich, gewiss. Und bitte, sagen Sie niemandem, dass Sie sie mir erzählt haben. Nein, das verspreche ich Ihnen. Das wäre ja kränkend für Sie. Aber irgendwie bin ich doch froh, dass Sie es wissen. Diese Crystal ist schrecklich. Schrecklich raffiniert und so hübsch. Meine Mutter muss jeden Moment kommen.
Noch eine Tasse, bitte. Ja, gnädige Frau, gnädige Frau. Und sagen Sie der Köchin, dass wir pünktlich essen wollen. Wir gehen in die Oper. Mr. Haynes ist gern vor der Ouvertüre da. Ich ziehe mein altes Weißes an. Ja, gnädige Frau. Oder nein, doch lieber das neue Blaue. Gnädige Frau, die Köchin, sie möchte Sie sprechen. Oder doch lieber das alte Weiß? Es ist meinetwegen. Sie behauptet, dass ich Später, Jane! Aber er ist doch schuld. Nein, es bleibt dabei. Ich nehme das neue Blaue. Wer ist schuld? Na, Ihr Mann, Mr. Ford. Er ist ein sehr guter Butler. Sie sollten ihn mal in der Küche erleben. Immer ist er hinter uns Mädchen her. Abend, Madame. Ich bin schon 7 Jahre hier. Mrs. Haynes weiß, dass ich anständig bin. Mrs. Haynes, ich möchte Sie allein sprechen. Bitte, bitte vergessen Sie nicht, dass er ganz allein schuld ist. Also bitte. Ingrid. Madame, Sie sind die netteste Herrschaft, die ich jemals gehabt habe. Aber ich muss gehen. Ich muss meinen Mann von diesem Mädchen da wegbringen. Ja, aber Jane sagte doch... Ja, er war immer schon so. Manchmal hätte ich sterben können vor Scham. Also, dann werde ich ihn wegschicken und Sie bleiben. Nein, das will ich nicht. Ich gebe Ihnen $100. Das ist über die Hälfte von dem, was Sie bisher beide zusammen hatten. $100. Danke, Madame. Wir gehen beide. Ja, das ist sehr unvernünftig. Ja, ich weiß, dass es unvernünftig ist. Es ist seine Schuld. Dabei ist er ein so guter Mann. Er sagt immer, Ingrid, nimm du das Geld, du kannst besser damit umgehen. Er will keine andere als mich zur Frau. Darauf kommt's an, Madame. Wirklich nur darauf? Ja. Madame, geben Sie uns trotzdem Referenzen? Ja. Danke, Madame. Bohnensuppe, Frikassee und Apfelkuchen, ist alles schon fertig. Oh, bitte haben Sie das gehört? Also bitte, Jane! Was erleben, deinen kleinen Bruder zu schlagen. Oh, Verzeihung. Oh, Liebling, bekomme ich keinen Kuss? Sie müssen einmal ein ernstes Wort mit ihr sprechen, wirklich. Sie müssen dem Kind ins Gewissen reden. Soeben hat sie ihren kleinen Bruder geschlagen. Aus lauter Jähzorn. Was hat Stevie dir denn getan? Sie weigert sich absolut, den Vorfall mit mir zu besprechen. Und ich bin sicher, der Kleine hat ihr keine Veranlassung dazu gegeben. Sie sind fast immer auf seiner Seite, Miss Fordyce. Er ist der Kleinere. Und bei uns in England werden die Mädchen nicht derart verwöhnt. Wir leben schließlich in einer Männerwelt. Danke, Miss Fordyce. Warum erzählst du es nicht? Hat dir die Katze die Zunge abgebissen? Ich glaube, es ist besser, Miss Fordyce, wenn Sie uns jetzt allein lassen. Das gilt auch für Sie, Jane. Also, Liebling, hat Stevie dich geärgert? Ich kann es dir nicht sagen, Mama. Oder willst du lieber warten, bis Daddy nach Hause kommt? Dem kann ich es auch nicht sagen. Und dieser blöden Miss Fordyce erst recht nicht. Sei ein braves Mädchen. Ich will kein braves Mädchen sein. Ich will überhaupt kein Mädchen sein. Hat Stevie so etwas gesagt? Was hat er denn gesagt? Dass ich einmal einen Busen kriegen werde. Aber das ist doch kein Grund zum Weinen. Alle Mädchen kriegen einen Busen. Deswegen brauchst du deinen Bruder doch nicht zu schlagen. Ich will aber trotzdem kein Mädchen sein. Ich hasse Mädchen. Sie reden so viel und sind blöd. Und außerdem, Jungs dürfen alles und Mädchen gar nichts. Heute dürfen Mädchen alles tun, was Jungs tun. Die fliegen in Flugzeugen übers Meer und machen Politik und verdienen Geld. Du aber nicht, Mama. Na, vielleicht macht es mich glücklicher, das zu tun, was ich eben tue. Und was tust du? Ich passe auf dich auf und auf Stevie und auf Daddy. Tust du ja gar nicht. Das machen ja Miss Fordyce und Jane. Ach ja? Dann bin ich also überflüssig. Hallo. Kleines! Sieh einmal nach, was ich dir mitgebracht habe. Es steht draußen in der Halle. Tag, mein Kind. Mama.
Na? Was ist passiert? Wieso? Wie kommst du drauf, dass was passiert ist? Steven. Woher weißt du das? Du rufst nach der Mutter, also ist es der Mann. Wer ist sie? Crystal Allen. Sie ist Verkäuferin bei Sakes. Ich nehme an, jung und hübsch. Ja. Und vulgär. Natürlich. Hat Steven es dir gesagt? Nein. Ich habe es selbst herausbekommen heute Nachmittag. Weiß Steven, dass du es weißt? Ich wollte erst mit dir darüber reden. Mama. Was soll ich denn machen? Gar nichts. Gar nichts? Ich muss es nur noch rasch aufbügeln. Warten Sie, Jane. Schau mal, Mama. Das ist ein Schiaparelli-Modell. Man kann sich zwar kaum damit hinsetzen, es ist so schrecklich eingeschnitten in der Taille. Ich würde dir zu etwas Schlichtem raten. So, meinst du? Jane, legen Sie das alte Weiße zurecht. Ja. Du meinst also, ich soll nichts tun? Nein. Mir ist nämlich vor 20 Jahren genau dasselbe passiert. Daddy! Dein Vater war in vieler Hinsicht ein außergewöhnlicher Mann. Darin war er leider nicht außergewöhnlich. Du hast nichts gemacht. Ich hatte eine kluge Mutter. Ihr seid jetzt 12 Jahre verheiratet. Du meinst, Steven hat mich satt? Steven hat sich selber satt. Er will sich wieder jung fühlen, aus dem einfachen Grund, weil er alt wird. Uns Frauen geht es doch genauso. Aber wir verändern die Frisur, kündigen der Köchin oder richten das Haus von oben bis unten neu ein. Ein Mann kann nicht einfach sein Büro renovieren oder seine Sekretärin entlassen. Nicht einmal seine Frisur kann er verändern, weil es ihm genau in dem Augenblick überkommt, wo er anfängt, kahl zu werden. Ein Mann hat nur eine Möglichkeit, die Frau zu wechseln. Aber Mama! Diese Person bedeutet ihm doch nicht mehr als dir ein neues Kleid. Aber Mama! Aber Mama, er nimmt dir nichts von dem, was dir gehört, sonst hättest du es längst bemerkt. Siehst du, ich habe immer gedacht, ich würde das sofort merken. Ich liebe ihn doch so. Er liebt dich auch. Also, jetzt hör mal zu. Fahr auf 1 oder 2 Monate irgendwo hin. Ein Mann lernt seine eigene Frau erst dann richtig schätzen, wenn er genügend Gelegenheit hat, die andere Frau kennenzulernen. Deine Mutter weiß, was sie sagt. Zwischen uns hat es noch nie eine Lüge gegeben. Du meinst, ihr habt euch noch nie etwas verschwiegen? Dann wird es höchste Zeit. Schweigen, wenn wir reden wollen, ist ein Opfer, das wir Frauen eben bringen müssen, sagt Lillian Gish. Ich würde mir lieber verzeihen. Verzeihen? Was denn? Dass er ein Mann ist? Beschuldige ihn und du wirst nie wieder Gelegenheit haben, ihm irgendetwas zu verzeihen. Du wirst ihn zwingen, sich zu rechtfertigen. Wie könnte er das? Den Mann möchte ich sehen, der das nicht kann. Probier's lieber nicht. Das Wichtigste ist, am Ende zusammen zu sein. Und dann noch einen mütterlichen Rat. Vertrau dich keiner Freundin an. Die wissen es ja alle. Glauben Sie, dass du es nicht weißt? Ja. Dann lass es dabei.
Wenn du dir von ihnen raten lässt, dann werden sie im Namen der Freundschaft dafür sorgen, dass du den Mann und dein Heim verlierst. Ich bin eine erfahrene Frau, liebes Kind. Ich kenne uns. So, und jetzt gehe ich und bestelle unsere Fahrkarten. Unsere Fahrkarten? Ja. Du begleitest mich auf die Bermudas, Liebes. Auf die Bermudas? Ja. Meine Luftröhre ist in einem fürchterlichen Zustand. Ich wollte dich deshalb nicht beunruhigen, aber mein Arzt besteht darauf, dass... Oh, Mama, ich danke dir. Nichts zu danken. Schön, dass du mal wieder deine Mutter brauchst. Möchten Sie ein Konto bei uns eröffnen? Ja, gern. Darf ich um den Namen bitten? Allen. Miss Crystal Allen. Waverly Hotel. Darf ich wissen, bei welchen Firmen Sie schon ein Konto haben? Sex, Bergdorf, Cartier? Ja, das muss ich noch eröffnen. In den nächsten Tagen. Darf ich um Ihr Bankkonto bitten? Das muss ich auch noch eröffnen. Auch in den nächsten Tagen. Es tut mir leid, Miss Allen, aber wir sind angehalten, um wenigstens eine geschäftliche Referenz zu bitten. Oh, aber natürlich. Mr. Stephen Haynes. Wall Street, 40. Er ist ein alter Freund unserer Familie. Das genügt. Danke. Übrigens, Mrs. Haynes ist eine unserer besten Kundinnen. Ah, so? Möchten Sie schon anprobieren, Miss Allen, oder sich erst die Kollektion zu Ende ansehen? Ich möchte erst die Modelle sehen. Und noch etwas. Es wäre mir lieber, Sie würden Mrs. Haynes gegenüber nicht erwähnen, dass ich Ihren Mann als Referenz angegeben habe. Ich habe sie mich noch nicht getroffen. Ja, auf gesellschaftlicher Ebene meine ich. Mrs. Haynes ist eine reizende Dame. Macht Ihnen das etwas aus? Aber nicht im geringsten, Miss Allen. Ich verstehe. Was verstehen Sie? Ich meine... Schon gut. Na, glauben Sie ja nicht, ist dass in Ordnung. Man muss nämlich sehr vorsichtig sein. Man allein lebt in einer fremden Stadt. Es wäre mir peinlich, bei Mrs. Haynes einen falschen Eindruck zu erwecken. Auch bevor ich ihr offiziell vorgestellt worden bin. Natürlich. Die Damen sind in diesen Dingen sehr heikel. Wir sprechen daher nie über Kundinnen. Was möchten Sie noch sehen, Miss Allen? Abendkleider? Ach, bevor ich mein gesellschaftliches Leben noch nicht angefangen, sozusagen organisiert habe, werde ich ja wohl kaum Abendkleider brauchen. Ich zeige Ihnen ein paar sehr elegante Kostüme. Außerdem haben wir einige aufregend schöne Negligés. Wenn Sie vielleicht für so etwas Interesse haben sollten? Ja. Ich hätte diesmal gern etwas mehr Jugendliches. Etwas mehr Jugendliches? Ja. Ja, gern, Mrs. Haynes. Wir haben etwas sehr Hübsches hereinbekommen während Ihrer Abwesenheit. Ah, ja, das ist hübsch. Das möchte ich probieren. Sehr? Darf man hinein? Ach, Silvia, du natürlich. Komm rein, setz dich. Die Linie da unten gefällt mir nicht. Sie macht ja noch stärkere Hüften. Wirst du noch nicht bedient, Silvia? Soll ich nachfragen, ob Mrs. Fowler nicht zur Anprobe kommen kann? Macht euch doch um mich nicht so viel Mühe. Ich werde gerufen. Das ist ein raffinierter Schnitt. Man kann es so gar nicht sehen. Jemand zum Vorführen, bitte?
Du hast dich also gut unterhalten auf den Bermudas. Ja, ich habe mich gut erholt. Howard redet mir nämlich zu. Ich soll eine Weltreise machen. Ach, wie geht es übrigens Steven? Glänzend. Er hat lange nicht mehr so viel zu tun. Er hat noch keinen einzigen Abend im Büro verbracht, seit ich zurück bin. Howard sagt, dass Steven gar nicht mehr in den Club kommt. Nachmittags. Silvia, mach dir nicht so viele Gedanken um Steven. Das ist mein Gebiet. Unser neues einteiliges Spitzenkorsett. Reißverschluss am Rücken und kein Fischbein. Das ist genau das, was du brauchst. Ich habe dir doch immer gesagt, du wirst es noch einmal bereuen, dass du deine Kinder selbst gestillt hast. Schau mich an. Die Frau in unserem Alter, die meinen Busen hat, möchte ich sehen. Morgens Eiswasser, über Nacht Kampfer. Da musst du doch wie ein alter Pelz riechen. Wen stört das schon? Howard. Howard, der hat genug Sorgen mit seiner Prostata. Prinzessin Tamara. Oh, das müssen Sie nehmen. Mr. Haynes wäre überwältigt. Ja, das glaube ich, aber es ist zu extravagant für mich. Außerdem hast du nicht die Figur dazu. Sie tragen das ja ganz falsch, Tamara. Ich habe es in der Vogue gesehen. Dies hier muss höher hinauf und das hinunter. Lassen Sie das. Aber Prinzessin... Was verstehen denn Sie davon? Ich bin zwar kein Mannequin, aber dass ich mich auf Kleider verstehe, hat noch niemand bezweifelt. Aber für die Herzogin von Windsor hat sie auch noch niemand gehalten. Prinzessin, bitte entschuldigen Sie sich. Ja, aber das ist doch nur Geschäftsneid. Die beiden sind doch Freundinnen. Du meinst Howard und Sie sind Freunde? Wollen Sie damit sagen, ich hätte es auf Ihren Mann abgesehen? Oh, bitte bedienen Sie sich, Tamara. Nur wie ich Howard kenne, ist das reine Zeitverschwendung. Vielleicht. Aber jemand anderer verschwendet sicher keinen Augenblick seine Zeit. Aber Prinzessin... Sie werden sich doch wundern, meine liebe Silvia. Verstehst du, was sie damit meint? Nein. Sie Tamara bei Miss Allen vorführen, Kabine 3. Sagten Sie Allen? Ja. Doch nicht Crystal Allen. Sie ist eine neue Kundin. Das nehme ich. Mrs. Haynes, ist Ihnen nicht gut? Ich kümmere mich inzwischen Nein. um die Negligés. Nur etwas müde. Sie vertragen wohl das lange Stehen nicht. Ich hole Ihnen einen Cognac. Weißt es also? Warum hast du mir nie ein Wort gesagt? Bitte, Silvia, geh. Steven ist ein Schwein. Dein Geld für so eine Person hinauszuwerfen. Silvia, bitte kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Vor alle deinen Freundinnen macht er dich lächerlich. Du bildest dir doch nicht etwa ein, die Verkäuferinnen hier wüssten nicht, wer die Rechnungen bezahlt. Das ist mir egal, sag ich dir, das ist mir ganz egal. Das ist dir ganz und gar nicht egal. Geh hinüber und stell sie zur Rede. Ich gehe nach Hause. So, hier ist der Cognac, Mrs. Haynes. Danke. Schon gut. Du hast die Chance, sie zu erniedrigen. Sag ihr ganz ruhig, deinem Mann. Sag, dass du Steven die Hölle heiß machen wirst, bis er sie aufgibt. Steven wird sie von selber aufgeben, wenn er ihrer müde wird. Wenn er ihrer müde wird. Er liebt sie nicht. Erstens kann man das nie wissen. Und zweitens weißt du nicht, was solche Frauen anstellen, um einen Mann zu halten. Silvia, bitte. Lass mich allein entscheiden, was für mich richtig ist. Ob sie allerdings der richtige Umgang für deine Kinder ist? Was meinst du damit? Ach. Vergiss es. Nein. Ich frage dich, was du mit dieser Bemerkung gemeint hast. Warum soll ich dir Dinge erzählen, die du nicht hören willst? Ich weiß schon lange von dem Verhältnis. Und? Hab ich getratscht? Ja, aber was haben denn meine Kinder damit zu tun? Als du mit deiner Mutter weg warst, hat Edith sie gesehen. Steven hat mit dieser Person und deinen Kindern zusammen im Central Park zu Mittag gegessen. Das glaube ich nicht. Warum sollte Edith lügen? Sie sagt, sie hätten sich köstlich amüsiert. Stevie hat dieser Person sogar auf dem Schoß gesessen und sie hat ihn gefüttert. Nach jedem Bissen hat sie ihn geküsst. Und glaub mir, Mary, das hat mir einen Stich gegeben. Wann kommt das Abendkleid endlich? Aber, wie du ja sehr richtig sagst, ist es deine Angelegenheit und nicht meine.
Mrs. Haynes. Mrs. Stephen Haynes. Wissen Sie nicht, dass wir uns kennen? Oh, bitte, geben Sie sich keine Mühe. Hat Stephen es Ihnen endlich gesagt? Einen Moment, bitte. Nein. Ich weiß es schon lange. Aber ich habe geschwiegen. Wie raffiniert. Nein. Ich wollte nur Stephen schonen. Aber jetzt sind Sie zu weit gegangen. Sie machen sich an meine Kinder heran und ich kann das nicht dulden, dass Sie doch so in die Nähe kommen. Eustache! Ja, Kinder interessieren mich überhaupt nicht. Es geht mir sowieso auf die Nerven, dass Stephen dauernd von Ihnen spricht. Das wird Ihnen ja in Zukunft erspart bleiben, wenn Stephen erfährt, wie erniedrigend das alles für mich ist. Dann wird er Sie aufgeben. Na, Sie müssen es ja wissen. Stephen spielt doch noch mit Ihnen. Und wie? Sind Sie immer so zynisch? Nein, immer nicht. Nur bei passenden Gelegenheiten. Was haben Sie eigentlich erwartet? Dass Sie in Tränen ausbrechen und um Verzeihung bitte? Ich habe gefunden, was ich erwartet habe. Danke ebenfalls. Sie werden sich nach jemand anderem umsehen müssen, Miss Ellen. Das wird von Stephen abhängen, Mrs. Haynes. Nicht von Ihnen. Ja, glauben Sie denn, dass er Sie wirklich liebt? Er tut, was er kann. Eine Frau wie Sie kann er gar nicht lieben. Was glauben Sie, haben wir in den letzten Monaten gemacht? Kreuzworträtsel gelöst? Und überhaupt, worüber beklagen Sie sich eigentlich? Sie haben doch alles, worauf es ankommt. Das Geld, den Namen, die Position. Sie können ihn nicht mehr halten. Sie sind ihm nur eine alte Gewohnheit. Wenn die Kinder nicht wären, hätte er sie längst verlassen. Das ist nicht wahr. Oh doch. Es sind ebenso einige Wahrheiten, die Sie von Stephen nicht erfahren werden. Stephen hat mich noch nie belogen. Also hören Sie, Mrs. Haynes. Stephen ist zufrieden mit dem Arrangement, wie es ist. Machen Sie keine Geschichten. Sie wollen auch keinen Skandal. Sie fühlen sich wohl sehr sicher. Mit jeder Sekunde, die Sie länger hier bleiben, fühle ich mich sicherer. Natürlich bin ich auf der Seite von Mrs. Haynes. Ich bin immer auf der Seite der Frau. Hände zum Teich und Fröschchen. Aber aufgeführt hat sie sich wie eine Idiotin. Kleine Windmühle rechts. Sie wissen ja, wie manche Frauen sind, wenn sie den Kopf verlieren. Kleine Windmühle links. Machen dann Dummheiten, die sie für den Rest ihres Lebens bereuen. Große Windmühle rechts. Natürlich wäre ich dafür, dass Mrs. Haynes sich endlich entschließt, ob sie sich nun scheiden lässt oder nicht. Große Windmühle links. Man kann sie ja gar nicht mehr zusammen einladen bei dieser Ungewissheit. Hände zu den Sternen und Pilzesamen. Andererseits sollte sie der Kinder wegen ausharren. Ich täte das. Aber Mrs. Haynes hört natürlich nie auf eine Freundin. Hände zu den Sternen und Pilzesamen. Aber selbstverständlich sage ich jedem, der mich fragt, dass sie natürlich recht hat. Was ich alles mitmache, nur um meine Figur zu behalten. Und da fragt mich so ein fauler, dicker Mann,
Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, Madame? Oh, wie geht's Ihnen, Mrs. Fein und Ihnen? Du kommst aber spät. Oh, tut mir leid, aber Schließlich zahle ich auch den Kurs für dich. du weißt, dass ich dir dafür dankbar bin. Ach, was, wegen der paar Dollar? Für mich ist es viel. Das heißt für deinen Mann. Sei hübsch. Immer tust du so, als ob John ein Geizhals wäre. Du hast deine eigenen Einkünfte und was machst du damit? Du gibst sie deinem Mann. Er verdient doch so wenig. Du nimmst ihm sein männliches Selbstgefühl. Du machst ihn zu einem Gigolo. Der einzige Schutz, den eine Frau wirklich hat, ist ihr eigenes Geld, an das der Mann nicht ran kann. Hallo Silvia, Peggy. Was machst du denn hier? Ich lasse mir mein Gesicht restaurieren. Ich bin ja so froh, dass ich dich antreffe. Ich habe etwas Furchtbares angestellt. Wir sind mitten in den Übungen, Mrs. Porter. Bitte seien Sie so gut und melden Sie mein Paraffinbad an draußen. Es ist schrecklich. Dabei ist mir jetzt unter der Gesichtsmaske eingefallen, was ich angerichtet habe. Ich könnte mich beißen. Na, rede schon. Ich habe mit der Jones zu Mittag gegessen. Du hast dir doch nichts über mich erzählt? Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, dass ich über dich nicht tratsche. Aber das von Steven und Mary ist mir so herausgerutscht. Ach so. Dann steht es doch sicher morgen schon in allen Klatschspalten. Das ist es ja. Dabei weiß ich noch nicht einmal genau, was ich eigentlich erzählt habe. Ich glaube, ich habe gesagt, Mary ist in die Nebenkabine gegangen und hat der Christel Kleider vom Leib gerissen. Vielleicht habe ich auch gesagt Mantel. Aber ich habe ihr bestimmt gesagt, dass Mary eine runtergehauen hat. Nein! Das hast du doch gesagt. Ich? Bist du verrückt? Also hör mal, das hast du gesagt. Wirklich vielleicht. Aber ich kann doch nicht ahnen, dass du dich gleich mit einer hergelaufenen Reporterin triffst und alles brühwarm austratscht. Das macht ja eigentlich keinen Unterschied. Wo sie sich doch sowieso scheiden lassen? Wer sagt das? Na du! Ich? Habe lediglich erwähnt. Mary kann nicht ihre häuslichen Schwierigkeiten hinausposaunen und sich dann wundern, wenn es einen Skandal gibt. Mary hat doch nichts hinausposaunt. Wer denn sonst? Du! Ja, du! Ihr alle macht es ihr unmöglich, jetzt noch etwas anderes zu tun, als sich scheiden zu lassen. Sehr schmeichelhaft für uns. Wir hatten keine Ahnung, dass wir so viel Einfluss auf unsere Freundinnen haben. Jeder ruft sie an und bedauert sie. Im Gegenteil, ich habe ihr gesagt, dass sie einen großen Fehler macht. Was gewinnt denn eine Frau schon durch die Scheidung? Oh, was immer er auch zahlt. So viel wie in der Ehe kriegt sie bestimmt nicht. Und du weißt genau, dass Steven diese Person jetzt heiraten wird. Nach allem, was er in sie schon investiert hat. Aber leider habe ich auf Mary genauso viel Einfluss wie auf dich. Das Paraffinbad ist fertig, Mrs. Fowler. Also, mach dir keine Sorgen. Ich rufe die Jones an. Ich bringe das schon in Ordnung. Wie willst du das denn machen? Ich sage einfach, du hast gelogen. Nein! Das kannst du nicht machen! Also gut, dann soll sie eben schreiben, was sie will. In ein paar Tagen ist es sowieso vergessen. Erinnerst du dich an den Skandal von der... Na, wie hat sie geheißen? Weiß ich nicht. Sie ist dann aus dem Fenster gesprungen, plumps. Ich kann mich nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern. Also bitte, mach dir nichts draus. Weißt du, dass sie seit einem Jahr ein Verhältnis hat? Nein! Mit einem Angestellten ihres Mannes, direkt vor seiner Nase. Aber ihm scheint das völlig egal. Quatsch, Mary hatte gesagt, kann man nur ignorieren. Geht's also los. Wenn sowas passiert, dann ist es mit dem lieben Frieden vorbei. Es fragt sich nur, was Ihnen früher langweilig wird. Das Streiten oder die ganze Ehe? Schrecklich. Man könnte fast den Glauben verlieren. An was? Ja, an die Ehe. Na und weiter? Ja, und dann hat er gesagt, ich habe sie doch sowieso schon aufgegeben und mich dabei wie ein Schwein benommen. Ich möchte wissen, wie er es dieser Crystal Allen wohl beigebracht hat. Na wie schon? Verdufte, meine Frau weiß alles. Jedenfalls hat ihm die gnädige Frau nicht geglaubt. Sie hat immer wieder gefragt, und du siehst sie nicht mehr. Da hat er sich in die eigene Tasche gelogen. Tja, ich weiß nicht, ich hätte ihm geglaubt. Man soll keinem Mann etwas glauben. Es war so traurig. Sie hat immer wieder gefragt, kann ich dir jemals wieder trauen? Und er hat gesagt, oh, liebste Mary, ach, Mary, Mary, Mary. Er weiß gar nichts, wenn er dauernd Mary, Mary sagt. Ja, dann wollte er sie küssen. Das habe ich natürlich nicht gesehen, aber sie hat immer nur gestöhnt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Wie im Kino. Ja. Und dann hat er geschworen, dass er 12 Jahre lang treu war. Das hat sie ihm doch hoffentlich auch nicht geglaubt. Sie hat gesagt, das kannst du nicht beweisen. Nein, das kann er nicht. Ja, aber es klang so ehrlich. Ach, bitte Sie, Kindchen. Weil er doch von der anderen so nett gesprochen hat und gesagt hat, dass es halt ja so passiert ist. Und monatelang hat sie keine Geschenke von ihm angenommen. Aber jetzt schon, was? Ja, das hat die gnädige Frau auch gemeint. Ja, merkst du denn nicht, dass sie nur an deinem Geld interessiert ist? Und da ist er sicher sehr wütend geworden. Kein Mann hört sowas gern. Ja, und wie er sich geärgert hat, hat die gnädige Frau richtig angeschrien. Und da ist sie auch zornig geworden. Er hat ihr vorgehalten, was er für ein guter Mann war und wie gut er immer für die Kinder gesorgt hat. Und sie hat ihn immer unterbrochen, was sie für eine gute Frau war und wie stolz sie mal auf ihn war. Tja, so hat jeder sich selbst in den Himmel gelobt. Und den Rest kann ich mir denken. Wenn man mal verheiratet war, dann kann man das alles auswendig. Auf
einmal, sagt die gnädige Frau, willst du dich scheiden lassen? Und er sagt, aber nein. Und sie sagt, aber du liebst mich doch nicht mehr. Aber ja, meint er, ich hab dich doch sehr gern, das weißt du doch. Da war sie auf einmal eisig. Sehr gern. So, und deswegen sollen wir zusammenbleiben. Und dann hat er noch etwas von den Kindern gesagt und dann ist er recht böse geworden. Verstehen Sie das? Natürlich. Was hat sie dann geantwortet? Lassen wir die Kinder aus dem Spiel. Ich will sie nicht mit hineinziehen. Ich habe dich nicht aufgefordert, dich für sie zu opfern. Da ist er wild geworden. Was soll denn das nun wieder heißen? Was willst du eigentlich? Ich hab doch auch nur Nerven. Darauf sagt sie auf einmal mit schrecklich leiser Stimme, Stephen, so kann das nicht weitergehen. Es ist unser nicht würdig. Du hast recht, sagt er. Dann sie, Stephen, ich will die Scheidung. Dann er, das ist doch nicht dein Ernst. Dann sie, oh ja, du hast meine Liebe zu dir getötet. Das hat er geglaubt? Natürlich. Bitte, wie du willst. Hat er gesagt, ich kann es dir nicht einmal übel nehmen. Nein, das kann er nicht. Und dann hat sie etwas gesagt, dass das Ganze eine Farce ist. Maggie, was ist das, eine Farce? Ich glaube, was Lustiges. Lustiges? Und dass ihm nur etwas an den Kindern liegt und an ihr nicht. Ja, wirklich lustig, so eine Ehe. Und dann hat er gemeint, sie soll am besten alles überschlafen. Ha, der alte Trick. Das kommt alles von dem Tratsch, Mary, meint er. Und dann macht er den Vorschlag, dass er etwas frische Luft schnappen will. Und da war sie wieder böse. Da hat er sie angeschrien. Dumm Kuckuck nochmal. Erst wirst du mich nie mehr sehen. Und dann machst du ein Theater, wenn ich mal 5 Minuten an die frische Luft will. Gehst du zu ihr oder nicht, hat sie gefragt. Und das kann dir doch jetzt egal sein, wo wir uns scheiden lassen, hat er Kontra gegeben. Und da hat sie nur noch geschluchzt. Sehr klug. Mir ist es egal. Stephen, bitte geh. Und komm nie wieder zurück. Ja. Ja, das letzte habe ich ja leider nicht mehr gehört, weil ich natürlich runtergerast bin, als er gehen wollte. Aber ich habe gehört, wie sie gerufen hat, Stephen. Und da ist er auf der Treppe stehen geblieben. Ja, Mary. Und sie sagt, nichts. Nur schlag bitte die Tür nicht so zu. Das Personal könnte dich hören. Wann geht dein Zug? Hast du mich jetzt schon 36 Mal gefragt in einer Stunde? Seine Sekretärin müsste längst hier sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da so viele Sachen unterschreiben muss. Du hast doch alles deinen Anwälten vorgelegt. Ja, die sagen immer dasselbe. Stephen gibt mir angeblich nicht genug. Dabei ist er so großzügig. Das möchte ich wieder nicht behaupten. Wenn er heute ein reicher Mann ist, dann verdankt er das hauptsächlich dir. Oh, das ist doch lächerlich. Stephen hätte es auch ohne mich geschafft. Aber nicht ohne dein Startkapital. Mama, willst du mich gegen ihn aufhetzen? Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Gebe ich Stephen recht, dann sagst du, ich halte zu ihm. Und wenn ich dir recht gebe, dann hetze ich dich auf. Am besten, man sagt überhaupt nichts mehr. Aber ihr macht eine große Dummheit. Mama, ich bitte dich. Die Kinder, Mary. Ist das besser, wenn sie in einem Haus voll Streit und Misstrauen aufwachsen? Ist das etwas für Kinder? Mama, red dich doch jetzt nicht auf die Kinder hinaus, die bleiben doch bei mir. Ein Kind braucht seine Eltern und ein richtiges Zuhause. Auch wenn diese Eltern sich nicht mehr lieben. Er hat dich doch immer noch gern.
Warum sagst du ihm nicht ein Wort? Er wartet doch sicher nur darauf. Davon habe ich nichts gemerkt. Es wäre doch sicher an ihm, den ersten Schritt zu tun. Du wolltest die Scheidung. Er hätte mich ja davon abhalten können. Dazu ist er zu stolz. Ja, siehst du, ich auch. Diese modernen Gesetze soll doch der Teufel holen. Vor 50 Jahren hat man sich nicht so einfach scheiden lassen können. Man hat sich mehr gefallen lassen müssen. Und das war besser so. Mr. Haynes, Sekretärin ist da. Ja, einen Augenblick noch. Und was ist, wenn Stephen dieses Mädchen heiratet? Das tut er nicht. Woher willst du das wissen? Weil tief in seinem Innern liebt er mich. Aber das wird er erst merken, wenn ich ganz weg bin. Mutter, sag den Kindern, sie sollen mir einmal in der Woche nach Reno schreiben. Und Mutter, verwöhnen Sie nicht zu sehr. Geh, mach dich ein wenig zurecht. Es braucht dich niemand so zu sehen. Jane? Guten Tag, Mrs. Watts. Guten Tag, Mrs. Moorhead. Darf ich Ihnen Miss Trimmerbeck vorstellen? Sie ist aus unserer Rechtsabteilung. Es fehlen immer noch ein paar Unterschriften. Mrs. Haynes wird gleich hier sein. Aber halten Sie sie nicht unnötig auf. Sie ist sehr in Eile. Guten Tag, Mrs. Watts. Guten Tag, Mrs. Moorhead. Tut Ihnen Mrs. Haynes nicht leid? Mir tut keine Frau leid, die im Bett frühstückt. Sie haben sie nie leiden mögen. Wieso? Sie hat sich wenigstens nicht in die Kanzleiangelegenheiten eingemischt. Vielleicht hat Mr. Haynes deswegen so großen Erfolg gehabt. Ohne sie wäre er noch weitergekommen. Ihretwegen war er manchmal zu vorsichtig und hat sich vor jeder großen Sache gescheut. Na, jetzt sind wir sie ja bald los. Wir können wieder richtig an die Arbeit gehen. Und die Ellen? Wieso? Wird er sie heiraten? In seine Privatangelegenheiten mische ich mich nicht hinein. Aber sie hat keinen schlechten Einfluss auf ihn. Es interessierte sich wieder für alles. Na, sie hat jedenfalls Glück gehabt. Das muss ich schon sagen. Ich möchte auch einen Mann, der mir meine Rechnungen bezahlt. Wie ich das hasse. Jeden Morgen das Frühstück machen, bei jedem Wetter ins Büro zu gehen und arbeiten wie ein Pferd. Und wozu das alles? Für die berühmte Unabhängigkeit? Die kann mir gestohlen bleiben bei dem Gehalt. Da lobe ich mir doch ein ordentliches Zuhause. Ich pfeife auf die Unabhängigkeit für ein ordentliches Zuhause. Oder auch für ein unordentliches. Das sieht Ihnen ähnlich. Sie sind mit dem Büro verheiratet. Ohne seine Frau oder diese Miss Ellen würde Mr. Haynes zurechtkommen. Ohne mich nie. Sie sind in ihn verliebt. Ich arbeite für ihn. Und zwar lieber als für irgend so einen heruntergekommenen, ständig besoffenen Ehemann, der sich einbildet, nur weil er ein Mann ist. Ja, Miss Watts? Guten Tag, Mrs. Haynes. Das Verzeichnis der Möbel, die Golfpokale, die Bücher, die Kupferstiche und die Aschenbecher habe ich in Mr. Haynes Club schicken lassen. Mr. Haynes lässt fragen, ob er das Porträt der Kinder haben kann. Ja, schon. Nur... Er sagt natürlich nur, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Es ist schon verpackt. Wenn Sie eine entsprechende Erklärung unterschreiben, bleibt es erst einmal hier. Bitte hier. Das Zeugnis für die Köchin. Bitte hier. Die Versicherung. Bitte hier. Und hier.
Die Beschreibung des Wagens? Wo soll der so lange hin? Ich weiß eigentlich nicht. Ich habe schon eine Garage verständigt. Bitte hier. Und wenn jemand in Ihrer Abwesenheit die Wohnung kaufen will? Ich dachte, vielleicht... Hiermit werden wir bevollmächtigt. Eigentlich... Wir erledigen das schon, Mrs. Haynes. Bitte, hier. Mr. Haynes war so umsichtig, Ihr Testament zu ändern? Falls Ihnen in Redo etwas zustößt, fällt die Hälfte Ihres Vermögens an Mr. Haynes zurück. Ein Detail, das Ihre Anwälte übersehen haben. Mr. Haynes will bei Ihrem eventuellen Ableben nichts profitieren. Entschuldigen Sie. Ich verstehe mich so schlecht auf diese Dinge. Meine Anwälte... Mr. Haynes hatte nur Ihren Vorteil im Auge. Es geht ihm ausschließlich um die Wahrung Ihrer Interessen. Bitte, hier. Wir brauchen 3 Zeugen. Ihr Dienstmädchen vielleicht? Jane, würden Sie das bitte als Zeugin unterschreiben? Meine Schwester. Oh, Mrs. Haynes, soll ich wirklich? Und wenden Sie sich ruhig an mich, wenn Sie irgendetwas brauchen. Sie wissen doch, wie ungern Mr. Haynes sich von solchen Kleinigkeiten behelligen lässt. Also, auf Wiedersehen, Mrs. Haynes. Und angenehme Reise. Sie können natürlich jederzeit Änderungen machen, falls Sie sich wieder verheiraten. Die hat Mr. Haynes geschickt. Schöne Blumen, Orchideen. Was soll ich noch sagen, Stephen? Bitte, Jane, schenk sie ihm. Schwester! Ja, Mrs. Potter. Zünden Sie mir eine Zigarette an. Können Sie nicht wenigstens warten, bis Sie das Kind gestillt haben? Wie viele Kinder haben Sie schon gestillt? Ich immerhin 3. Au! Verdammt! Kiefert sie wie ein Krokodil. Hallo, Edith. Oh. Hallo, Peggy. Da, Anturien. Ach, nett von dir. Schwester, eine Vase. Darf ich mal sehen? Oh nein, ist die süß. Ach, ich kann diesen Milchgeruch nicht ertragen. Was hat sie denn da auf der Nase? Wo? Ach, das ist nur Asche. Schwester, sie ist satt. Darf ich sie mal halten? Ja, aber vorsichtig mit dem Kopf. Das ist das schönste Gefühl, was es gibt. Es war wieder eine sehr schwere Geburt, nicht wahr, Schwester? Nein, es ging sehr leicht. Was wissen Sie schon von einer schweren Geburt? Oder haben Sie schon einmal in einer kalten, schmutzigen Küche ein Kind gekriegt? Ohne Eder, ohne richtiges Essen und Wäsche und ohne Geld. Und dann noch für den Mann das Essen kochen. Nein, das war keine schwierige Geburt, Mrs. Potter. Kann ich das Kind jetzt wieder haben?
Hoffentlich kriegen Sie auch bald eins. Aber wie ist dem so? Wenn man bei denen nicht Bauchfellentzündung dazu kriegt oder Fünflinge wirft, dann sagen sie dir, es war das reinste Picknick. Wir lassen uns scheiden, John und ich. Naja, das war ja vorauszusehen. Das Geld nehme ich an. Oh, wenn Mary doch hier wäre. Sie ist ja schon dort. Wo? In Reno. Entschuldige, aber ist doch wirklich zu komisch. Howard hat Silvia auf die Straße geschmissen. Was? Einfach rausgesetzt, früh um 5. Er droht ihr, dass er sich sofort hier in New York scheiden lässt, wenn sie nicht nach Reno geht. Ja, was ich aber nicht verstehe, ist, warum sich Howard jetzt erst scheiden lässt. Er hat es doch die ganze Zeit gewusst. Natürlich. Er hat doch Silvias Liebhaber extra dafür engagiert, damit er freie Hand hat. Howard ist ein alter Fuchs. Oh ja, das Leben ist furchtbar. Das wird ein schönes Kaffeekränzchen. Wir alle in Reno. Mary, Lucy, wo ist Mrs. Haynes? Unten. Wartet auf die Post. Oh, wie ich dieses Reno hasse. Wo wären Sie nicht hergekommen? Sie haben wohl schon viele Scheidungen erlebt. Ich bin schon seit 10 Jahren hier in diesem Hotel. Und waren Sie selbst nie verheiratet? Doch, ich habe 3 Kinder. Oh. Aber da müssen Sie doch sehr glücklich sein. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Ah, und träumen Sie nie davon, glücklich zu sein? Wenn man einmal Kinder hat und einen Mann. Und meiner ist ein Teufel, hauptsächlich wenn er besoffen ist. Naja, Sie wissen ja, die großen, starken, rothaarigen. Oh, Lucy, er schlägt Sie doch nicht etwa. Na klar. Dabei gibt es hier welche, die Prügel nötiger hätten als ich. Aber Sie wohnen doch hier in Reno. Sie können sich doch sofort scheiden lassen. Und das wollte ich ja auch mal. Und ich hatte das Geld ja auch schon zusammen, aber dann musste ich die Idee wieder fallen lassen. Warum? Weil schon wieder ein Kind unterwegs war. Oh, Lucy. Hallo, Peggy, wie geht's? Danke, Comtesse. Ich bin den ganzen Tag wie eine Verrückte durch die Wüste galoppiert. Hopp, 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 hopp. Wir müssen Marys Scheidung feiern. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zum Feiern ist. Ach, wenn man so viele Scheidungen hinter sich hat wie ich, sehen die Dinge ganz anders aus. Heiraten, scheiden lassen, heiraten, scheiden lassen, heiraten. Heiraten, scheiden lassen. Aber wohin die Liebe auch führt, ich folge ihr. Jetzt bin ich wieder mal hier. Überall auf der Welt möchte ich lieber sein als hier. Sie haben den Reno-Katzenjammer. Was sagt er? Er meint, ich vertrage die Höhenluft schlecht. Ah, daran gewöhnt man sich. Mein dritter Mann war Tiroler. Wenn man in Tirol lebt, muss man eben auf die Alpen in Kauf nehmen. Warum hat sie nur die Höhenluft erwähnt? Das erinnert mich an den Schock, als Gustav mich gezwungen hat, einer dieser Gipfel zu besteigen. Als wir oben waren, da spürte ich auf einmal einen Schubs. Ja, ich rutschte den halben Berg hinunter. Da erst merkte ich, dass er mich nicht mehr liebt. Ich rutschte geradewegs in die Arme meines Vierten. Es war der Graf. Und das ist der, von dem Sie sich jetzt scheiden lassen? Natürlich. Der hat mir doch das Arsenik zwischen meine Pulver gemischt. L'amour. L'amour. Waren Sie jemals verliebt, Lucy? Oh ja, Madame. Erzählen Sie. Oh, da gibt's nicht viel zu erzählen. Er war groß und rothaarig. Ich hätte nicht so viele Ausländer heiraten sollen. Ich muss mir mal wieder einen Amerikaner suchen. Hallo, Comtesse. Wie war der Ritt? Hopp, 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 wie die Wilde durchs Gebüsch. In 2 Wochen bin ich frei. Frei wie ein Vogel. Frei von dieser kleinen französischen Ratte. Aber wohin soll ich fliegen? Wohin soll ich? In die starken Arme Ihres Cowboys. Ja. Sie sollten sich schämen. Er ist ganz wild nach Ihnen. Für Sie würde er sogar sein Pferd verlassen. Und das will was heißen. Ja, stark ist er, dieser Backwinzen. Und jung. Haben Sie mal
das Spiel seiner Muskeln beobachtet. Musikalisch, einfach, musikal. Das stimmt. Mit seinen Knien kann er Kokosnüsse knacken. Wenn er sie zusammenbringen würde. Ja. Verzeihung. Sie haben doch nicht wirklich ernste Absichten, Comtesse. Ich glaube noch an die Liebe. Dann würde ich ihn an Ihrer Stelle nach Hollywood bringen. Ja? Weiß nicht. Mein zweiter Mann war ein Gondolier. Miriam. Hallo, Comtesse. Hey, Sylvia, gehen Sie auf einen Ball? Nur ein bisschen bummeln. Mit einem Kavalier. Wo haben Sie denn den aufgetaucht? In der Silver State Bar. Fällt mir nicht ein, Trübsal zu blasen. Wie Mary. Arme Mary. Ein Wink von ihrem Mann und sie kehrt zurück. Das ist eine Frage des Stolzes. Ich würde lieber 13 Tintenfische essen, als Howard verzeihen. Mich einfach hinauszuwerfen. Nach allem, was ich für ihn getan habe. Hauptsache, wir werden bezahlt. Vorher wie nachher. Und bezahlen muss er doch, oder? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich habe nie einen Sou von meinen Männern bekommen. Außer von meinem ersten. Der hat mir so etwas Liebes in sein Testament geschrieben. Meiner geliebten Flora vermache ich mein gesamtes Vermögen unter der einzigen Bedingung, dass sie die Verwaltung in den Händen des Testamentsvollstreckers belässt. Denn sie ist der größte Pechvogel, den ich kenne. War das nicht süß? Königin, wie geht's? Muss? Das glaube ich. Silvia, ein Brief für dich. Von Edith. Erkennbar an der infantilen Handschrift. Hast du etwas von Stephen gehört? Nein. Bitte hör auf, mich danach zu fragen. Ich will dir doch nur helfen. Das ist mehr, als du je für mich getan hast. Du interessierst dich ja nicht für meine Probleme. Entschuldige, Silvia, aber ich kann dich nicht ernst nehmen. Wollen Sie auch noch einen? Nein. Typisch Edith. Schickt sämtliche Klatschspalten der letzten Woche mit. Miriam, was Sie uns alles verschweigen. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie Howard Fowler überhaupt kennen. Was? Prominenter Börsenmakler, heiratet Ex-Revue-Girl. Diese Drecksblätter. Dieses falsche Luna! Mary, hast du das gewusst? Das kann dir doch egal sein. Du liebst ihn doch nicht mehr. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Die will doch nur sein Geld. Bei mir zahlt er wenigstens für das, was er will. Ich habe immer geglaubt, Howard Fowler sei impotent. Bei ihr vielleicht. Mary. Oh! Miriam! Miriam! Dieses Aas hat mir alle Knochen gebrochen. Die tolle Konfession. Wie hast du das zulassen können? Und du hältst auch noch zu ihr. Nach allem, was ich für dich getan habe. Was? Was hast du denn für mich getan? Ich habe dir alles erzählt. Dafür soll ich dir wohl noch dankbar sein. Glaube ja nicht, dass es alle hier so gut mit dir meinen wie ich. Es gibt hier einige, die sich ungemein freuen, dass dir das passiert. Raus! Raus hier! Raus! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse euch alle! Ernst. Die Liebe hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Bei der 4. Scheidung
Werden Sie sich nicht mehr so aufregen. L'amour. L'amour. Wisst ihr, dass Buck eigens für mich ein Lied komponiert hat? Wollt ihr es hören? Ein Mann nimmt ein Pferd und steigt in den Bügel. Ein Weib nimmt den Mann und fliegt ohne Flügel. Ist die Luft rein? Das war abscheulich. Stimmt, Silvia hat sich wie eine Bestie aufgeführt. Du gehörst nicht hierher, Peggy. Ja, warum ist sie überhaupt hier? Sie wollte sich ein Auto kaufen. Von meinem Geld. Und ihr Mann war der Meinung, sie könnten sich keins leisten. Konnte er auch nicht, aber ich. Ja, nach dem Motto, was ihm gehört, gehört auch mir. Was mir gehört, gehört mir allein. Äußerst. Der beste Schutz für eine Frau ist ihr eigenes Geld. Der beste Schutz ist der richtige Mann. Aber John war offenbar nicht der Richtige. Nur in ein paar Wochen wirst du ihn vergessen haben. Nein, das werde ich nicht, weil... Oh, Mary, ich krieg ein Baby. Was soll ich noch machen? Gib mir seine Telefonnummer! Nochmal. 5 Aber Mary, ich kann es ihm doch nicht sagen. Wieso ist es nicht von ihm? Ich bitte Sie. Mary, immer habe ich mir eins gewünscht, aber was soll ich denn jetzt damit? Also eines verstehe ich nicht. Du willst alles mit John teilen, nur dein Geld nicht. Mit deinem Kind, da wirst du dein Blut, deine Augen, deine Haare, deine Fehler, deine Tugenden teilen. Aber du bringst es nicht übers Herz, deinem eigenen Mann etwas von deinem Geld abzugeben. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist doch, weil er mich so beschimpft hat. Ich habe eben meinen Stolz. Remo ist voll mit solchen stolzen Frauen. Aber ich bin nicht wie die anderen. Das wirst du schon noch werden. Hallo, Mr. Day. Hier ist Reno. Einen Augenblick, bitte. Hallo, John? Nein, ich bin nicht krank. Das heißt, eigentlich schon? Oh, John? Wir kriegen ein Baby. Ja, wirklich. Ich auch. Aber natürlich verzeihe ich dir. Aber ich muss erst packen. Mit dem nächsten Zug schon. Oh, John, jetzt wird alles anders werden. Entschuldige, wenn ich jetzt auflege, aber das Gespräch wird sonst zu teuer. Ich kann nicht mehr mit euch essen. Viel Glück. Hier merkt man einiges nicht. Man gewinnt Abstand. Das ist alles. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe schon alles gehört. Vielleicht doch nicht. Also gut. Sprechen Sie mir auch von meinen Rechten in der Ehe und wie wichtig es ist, versorgt zu sein. Darauf läuft es doch immer wieder hinaus. Auf Kompromisse. Und wenn schon. Schließlich kommt man schon damit auf die Welt. Mein Mann, er will mich gar nicht mehr. Woher wissen Sie das? Wenn ich nicht sicher wäre, wäre ich nicht hier. Liebesdinge sind nichts für ein Ehepaar, das 12 Jahre verheiratet ist. Ich will nicht sagen, dass ich Leidenschaft nicht herrlich finde. Aber ich möchte unsere erste Zeit nicht wiederholen. Das ist ein Teil unserer Jugend, wie die Kinder, die wir haben. Aber es war's nicht allein. Steven brauchte mich. Und das 12 Jahre lang. Und jetzt braucht er mich nicht mehr. Deswegen heirate ich ja diesen Fahrer. Er braucht mich wirklich. Wenn ich mich nicht um ihn kümmere, säuft er sich zu Tode.
es mir so sehr gewünscht, dass er im letzten Moment einsieht, dass er mich braucht. Gottes Willen, sagen Sie, dass Sie ihn brauchen. Ja, hallo, Steven. Danke, gut. Und dir? Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ja, Steven. Sie ist für morgen um 12 angesetzt. Steven, vielleicht... Was? Nein. Ich habe noch gar nichts gelesen. Ich habe hier nur die Lokalblätter. Wann ist es denn drin gestanden? Ja, natürlich. Höre ich es lieber von dir selbst. Nein. Wie kommst du denn auf die Idee? Natürlich verstehe ich eure Situation. Ich habe gesagt, ich verstehe eure Situation. Aber nein. Das bildest du dir nur ein. Wieso soll ich denn bitter klingen? Ich hoffe, dass du glücklich wirst. Nein. Ich habe noch gar keine Pläne, nein. Nein, überhaupt keine. Ich muss jetzt aufhören. Sei mir nicht böse. Adieu, Steven. Madame sind schon eine Stunde in der Wanne. Na und? Monsieur... Monsieur wird sich gedulden. Ist sie schon weg? Mademoiselle Mary hat soeben das Abendessen mit Monsieur beendet. Madame, Monsieur besteht darauf, dass Sie ihr auf Wiedersehen sagen. Oh, lächerlich! Seit Monaten versucht er mich ihr und sie mir in den Rachen zu stopfen. Sie will das genauso wenig wie ich. Soll sie doch heimgehen zu ihrer Mama. Wärmen Sie mal den Rücken ab. Au! Nicht so fest. Sie nehmen doch die ganze Haut mit. Ach, Helen. Heiraten Sie nie einen Mann, der eine anständige Frau hat sitzen lassen. Was stehen Sie doch hier herum? Hallo? Liebling. Ich bin in der Wanne. Oh, ich habe so auf deinen Anruf gewartet. Meine Haut ist schon ganz verschrumpelt. Was? Nein. Vielleicht bin ich nicht zu schockieren. Das müsstest du doch wissen. Was? Buck! Du wirst mir fehlen. Oh. Ich kann ja gar nicht sagen, wie mir zumute war, als ich unser kleines Apartment hinter mir zugesperrt habe. Es war so schön. Warum musst du denn wirklich unbedingt nach Hollywood? Die Metro-Goldwyn kann mich mal. Also mir musst du nicht erzählen, was du für deine Karriere für Opfer bringst. Ich bringe auch Opfer. Außerdem, ich habe an die Witzfigur gesehen, die du geheiratet hast. Also wenn das eine Komtesse ist, dann bin ich die Herzogin von Windsor. Nein, ja, da muss eine Störung sein. Rufen Sie bitte später noch mal an. Bitte. Wer hat dir erlaubt, hier reinzukommen? Daddy hat gesagt, ich soll auf Wiedersehen sagen. Also? Auf Wiedersehen. Nein, warte. Gib mir mal die Bürste. Wie lange bist du schon hier drin? Ich bin eben erst reingekommen. Setz dich. Dein Daddy möchte, dass wir uns unterhalten. Was hast du heute so gemacht? Ich weiß nicht. Kann ich jetzt gehen?
Sag mal, du hast aber eilig. Jetzt gehst du wohl gleich zu deinem Papa und erzählst ihm, dass ich telefoniert habe, ha? Hier ist es so warm und mein Mantel habe ich auch schon an. Das ist mir egal! Schau, seit Monaten versuche ich nett zu dir zu sein. Warum magst du mich nicht? Das habe ich nie gesagt. Aber es ist doch so, du kannst mich nicht ausstehen. Ja, aber gesagt habe ich es nie. Gut. Kannst jetzt gehen. Wiedersehen. Hallo? Nein. Miss Haynes Kind. Oh, Buck, ich kann dir gar nicht sagen, wie krank mich diese Kinder manchmal machen. Ich muss dich noch mal sehen. Was? Auf eine Party? Ausgerechnet bei der ersten Mrs. Haynes? Was hat die denn zu feiern? Na gut, aber dann trink nicht so viel. Und vor allen Dingen keinen Gin. Das macht dich geschwätzig. Darf man hinein? Nein, hier ist nicht der Hauptbahnhof, hier ist das Aquarium. Wer war das? Ach, falsch verbunden. Also, Crystal, das war doch ein Mann. Das Augenbad. Du weißt doch, dass du mir trauen kannst. Da gibt es doch jemanden. Ich kenne Steven schon seit Jahren. Der ist doch gar nicht dein Typ. Mein Psychiater meint, Steven hat einen Schuldkomplex. Einen was? Er sagt, Männer wie Steven sind aufgewachsen mit dem Bewusstsein, dass Untreue Sünde ist. Darum hat er dich auch geheiratet. Nur damit er vor sich selbst nicht als Wüstling dasteht. Also wenn Steven ein Wüstling ist, dann bin ich die Herzogin von Windsor. Und du hast einen Aschenputtelkomplex. Allerdings meint mein Psychiater, das haben die meisten Amerikanerinnen. Man impft ihnen von Geburt an ein, dass sie einen reichen Mann heiraten müssen. Was der nicht alles sagt. Er sagt weiter, dass wir eigentlich zu nichts taugen. Wir machen weder den Männern besondere Freude, noch sind wir gute Mütter. Wir bewegen uns in einem Teufelskreis. Sylvia, würdest du dich jetzt bitte nach nebenan bewegen? Wie redest du denn mit mir? Nach allem, was ich für dich getan habe. Keine Menschenseele hast du gekannt, bevor du Steven geheiratet hast. Es war wahrlich nicht leicht, dich in die Gesellschaft einzuführen. Alle waren auf der Seite von Mary. Sind sie immer noch? Jeder meint, da müsste man die Nase reiben, wie wohltätig und wie edel Mary ist. Dabei ist sie nervlich völlig fertig. Sie kommt doch mit kaum jemandem zusammen. So? Nur heute gibt sie ganz zufällig einen Riesenempfang. Ach ja. Edith hat es erwähnt. Sie geht natürlich hin. Und Flora auch. Wer ist Flora? Die Comtesse. Jetzt heißt sie allerdings schlicht Mrs. Buck Winston. Ja? Nichts. Es ist nicht zu fassen, dass sie aus diesem Cowboy tatsächlich einen Filmstar gemacht hat. Also mein Typ ist er nicht, überhaupt nicht. Aber es heißt, dass ihm alle Dienstmädchen nachlaufen. Oh, hör doch endlich auf mit dem Gequatsche! Also Crystal! Halt den Mund! Helen! Ich sehe schon. Du bist genauso undankbar wie alle anderen. Erzähl das deinem Psychiater. Monsieur lässt fragen. Ja. 52 Kilo, ich habe schon wieder ein Pfund abgenommen. Das muss ich meinem Psychiater sagen. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Er sagt, ich darf mir nicht zu viel zumuten. Ich opfere mich für meine Freundinnen auf. Ich habe einen Daman- und Pintias-Komplex. Ich denke, du tönst dein Haar nicht. Du bist dick! Wenn du wirklich ein Verhältnis hast, dann sei vorsichtig. Du weißt doch, was Howard mir angetan hat.
Männer glauben, du gehörst ihnen mit Leib und Seele. Nur weil sie deine Rechnungen bezahlen. Danke, Helen. Wenn du klug bist, Christel, dann lässt du dir ein Kind machen. Was ist das denn für ein Schlüssel? Was? Ach, der ist doch aus dem Gothic Apartment Haus. Da hat mich doch Howard erwischt. Du. Der Portier ist ein professioneller Erpresser. Mich wird er nicht mehr erpressen. Dazu ist es zu spät. Wenn du es genau wissen willst, da habe ich mich immer mit Steven getroffen. Vor der Scheidung. Der Schlüssel ist ein Andenken. Das war die feuchteste Party seit langem. Ich habe noch keinen Tropfen angerührt. Oh, für mich bitte auch eine. Wenn Howard dabei ist, muss ich nämlich abstinent bleiben. Ich entwöhne ihn in Etappen. Jetzt ist er in der zweiten. Wie sieht denn die zweite aus? Er nimmt schon eisernen Whisky. Mary, willst du uns nun endlich verraten, warum du heute so viele Gäste eingeladen hast? Oh, ich hatte einen Grund zum Feiern. Heute vor einem Jahr war meine Scheidung. Aber du hörst doch trotzdem nicht auf zu trauern. Oh, Mary. Wenn alle meine Heldinnen so wären wie du. Meine 2,5 Leser würden das nicht für möglich halten. Es gibt keinen Mann, der es wert ist, dass man sich so aufopfert. Der ganze Jockey-Club ist es nicht wert. Entschuldige, Mary, aber ich muss jetzt gehen. Der Kleine schreit immer, wenn er fühlt, dass ich nicht da bin. Oh. Diese Treppen. Ich kann so schwer Treppen steigen in meinem Zustand. Edith, doch nicht schon wieder. Sag mal, bist du so katholisch oder nur so unvorsichtig? Sind das deine alten Möbel? Ja. Warum gibst du die nicht weg? Nichts ist deprimierender, als in einem Bett voller Erinnerungen zu schlafen. Du spielst die Nonne jetzt schon etwas zu lang. Wie willst du jemals einen anderen finden, wenn du so weitermachst? Ich will keinen anderen finden. Es sind doch nicht alle so wie Steven. Ich will das gar nicht herausbekommen, wie andere sind. Übrigens, wollt ihr das Neueste über Silvia hören? Nein. Sie geht jetzt regelmäßig zum Psychiater. Hauptsächlich, weil wir... Peggy! Hauptsächlich, weil wir ihr den Glauben an die Freundschaft zerstört haben. Sie kann keiner Frau mehr trauen. Das hätte ich ja auch sagen können. Du bist aber streng geworden. Um nicht zu sagen zynisch. Überhaupt nicht. Nur vernünftig. Und ich fange jetzt langsam an, die anderen Frauen zu verstehen. Damit beginnt das Misstrauen. Oh je, jetzt wird philosophiert. Peggy, komm, wir gehen. Sag mal, Edith, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass Johnny bereits Mama sagen kann? Ja, Peggy, du hast es mir bisher genau 17 Mal erzählt. Übrigens, Mary, Silvia rief mich heute an. Sie kommt mit Steven und Crystal auch noch zu der Abschiedsfeier der Comtesse. Hier wird heimlich weitergefeiert. Miriam, überreden Sie Mary, dass sie mit mir kommt. Es ist meine Abschiedsparty. Ich habe 2 Etagen im Casino gemietet und halb New York eingeladen. Ich bin zu müde, Flora. Ach, Sie sind ja nur böse, weil Buck heute einen kleinen Sitzen hat. Stark besoffen. Ja, weil er den Gin immer nur pur trinkt. Dabei darf er das gar nicht. Mr. Metro Goldwyn hat es ihm vertraglich ausdrücklich verboten. Mary, Sie müssen mit uns kommen. Es ist meine Abschiedsparty. Wir kehren nie wieder nach New York zurück. Nie wieder. So, was passt Ihnen nicht an New York? Ist euch an Buck heute nichts aufgefallen? Es ist nicht nur der Gin, dass er nicht mehr so wie früher. Das habe ich anfangs auch geglaubt. Er betrügt mich.
Das ist doch nicht zu glauben. Ich habe noch keine Beweise, aber er riecht jeden Nachmittag nach einem merkwürdigen Parfum. Und wo ist er an diesen Nachmittagen? Was einem Pferd sagt er. Aber das Pferd haben Sie doch bereits vorige Woche nach Hollywood abtransportiert. Ich war ja selbst mit dabei auf dem Foto. Er geht trotzdem weg. Er geht turnen, sagt er. Aber heute Nachmittag habe ich dort angerufen, wo er angeblich turnt. Und wisst ihr, was dieses Rittvieh gesagt hat? Ja, was? Nein. Dieser Portier, er ist nicht da, hat er gesagt. Er war überhaupt nie da. Da bin ich aber böse geworden und habe ihn aufgeklärt, dass Mr. Buck Winston jeden Nachmittag dort turnt. Und? Hat er sich entschuldigt. Verzeihung, kaiserliche Hoheit, hat er gesagt. Aber ich glaube, im Augenblick boxt er mit Max Schmeling. L'amour, c'est d'accord. Mais jamais l'amour avec escapade. Liebe mit Seitensprung ist besser als überhaupt keine Liebe. Und wenn er sich solche Mühe gibt, es vor ihnen zu verbergen, dann beweist das mir, wie sehr ihm an ihnen liegt. Ich hätte ihn beobachten lassen sollen. Aber die gehen ja doch alle in dieselben Apartments. Willst du wirklich nicht mitkommen, Mary? Nein. Ich kann mir die Party nicht entgehen lassen. Ich brauche dringend Material für mein neues Buch. Ciao. Na, Königin, gehen wir nicht doch noch hin? Nein. Dann Lieber geh ich nicht. allein. Howard und ich müssen doch Sylvia ein glückliches Ehepaar vorspielen. Soll ich Crystal in deinem Namen ins Gesicht spucken? Nein. Du verpasst aber eine gute Gelegenheit. Wo ich hinspucke, bleibt kein Auge trocken. Mama. Ja, was ist? Wer ist eigentlich die Herzogin von Windsor? Wie kommst du denn darauf? Oh, Crystal hat gesagt, wenn jemand anders eine Komtesse ist, ist sie die Herzogin von Windsor. Ich will nicht, dass du schlecht über Crystal redest. Aber zu dem, mit dem sie telefoniert hat, hat sie Buck gesagt. Wer? Hat was gesagt? Crystal hat am Telefon gesagt, oh Buck, du wirst mir fehlen. Mama, was machst du? Geh schlafen, Kind. Mama muss noch mal weg. Jane! Ein Taxi! Was steht sie denn so dumm rum? Los, los! Wie konnte Buck mir das nur antun? Machen Sie keinen Skandal-Contest, das kann ihm die Karriere kosten. Und was wird aus mir? Von meinen 5 Männern ist Buck der Erste, der mir in aller Öffentlichkeit gesagt hat, was er von mir hält. Ja, so lernt man immer etwas Neues kennen. Und recht jung. Er hat sogar zugegeben, dass er mich seit vielen Monaten betrügt. Und das alles während Smoke Gets
in your eyes. Fassen Sie mich nicht an. Hat er denn wenigstens den Namen der Dame verraten? Nein, so besoffen war er auch wieder nicht. Sie scheint verheiratet zu sein. Da hat er sehr proletarische Ansichten. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass sie echt rot ist. Was? Das engt die Möglichkeiten allerdings sehr ein. Ach was, sie verzeiht ihm doch sowieso. Untreue verzeih ich vielleicht. Undank nie. Ich habe ihn in der Prärie aufgelesen und geheiratet und dann sagt er mir solche Sachen. Was hat er denn so Schlimmes gesagt? Er hat gesagt, er sei zwar ein Cowboy, aber er will trotzdem keine alte Kuh an die Westküste treiben. Diese Ehe hat mir gezeigt, dass man von einem Cowboy keine Noblesse erwarten kann. Miriam! Miriam, komm, wir müssen sie irgendwie nach Hause bringen. Schaffst du sie runter? Ich gehe inzwischen Buck suchen. Ich brauche unbedingt ein Telefon. Ich muss dringend Mr. Metro Goldwyn anrufen. Haben Sie eine Sicherheitsnadel? Nein. Oh mein Gott, mir ist das so peinlich. Mir ist das so peinlich. Ach, ist nicht da. Ich glaube auch gar nicht, dass sie wirklich kommt. Sie kommt bestimmt. Ich weiß es. Schön, und was machen wir, wenn sie auftaucht? Das weiß ich noch nicht. Ich werde sie auf jeden Fall noch heute Abend stellen. Buck fährt morgen früh nach Hollywood. Warum machst du das mit Stephen nicht alleine? Ja, weil ich noch keine Beweise habe. Aber vielleicht kann ich sie mit Buck konfrontieren, wenn er wirklich so besoffen ist, wie du gesagt hast. Besoffen? Er ist gerade dabei, Flora mit dem Portier zu verkuppeln. Aha, dann ist er sehr besoffen. Hast du den $20-Schein? Ja? Damit können wir ihn auf der Herrentoilette einsperren, bis wir ihn brauchen. Mir ist der Halter in die Suppe gefallen. Fast wäre noch mehr hineingefallen. Ich hätte nicht kommen sollen. Dein Mann hat es dir doch erlaubt. Flora hat sich scheußlich benommen. Flora hat sich scheußlich benommen. Flora hat sich idiotisch benommen. Eifersucht zu zeigen, wenn man wirklich runterzieht, das ist Mord an der Ehe. Ach, Edith, deine ewigen Sprüche. Peggy, ich bin die einzig glückliche Frau, die du kennst. Und warum? Weil ich von keinem Mann, und schon gar nicht von meinem eigenen, verlange, dass er mich versteht. Und wie könnte er auch? Ich bin eine Frau. Und ich versuche die Männer ja auch nicht zu verstehen. Sie sind einfach Tiere. Also, warum sollte ich mit Gott hadern, dass er sie so gemacht hat? Ich habe meine Sicherheit und das ist die Hauptsache. Ja. Sieht man noch was? Nein, gar nicht. Danke sehr. Stephen ist außer sich. Er wird schon wieder zu sich kommen. Sind meine Lippen noch gerade? Warum machst du dich denn so hübsch? Willst du jemanden treffen? Hast du nichts anderes als Männer im Kopf? Mrs. Haynes, das ist aber eine Überraschung. Wie bitte? Es ist ein so hübsches und amüsantes Fest. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden es versäumen. Oh, darf ich vorstellen? Mrs. Fowler, Mrs. Haynes. Mrs. Haynes. Freut mich. Ja, diese modernen Ehen. Ich habe gerade zu Miriam gesagt. Cynthia. Ich glaube, die Dame ist etwas alkoholisiert. Mary! Ist das wahr? Ja. Mr. Buck Winston hat mich dazu verführt. Sie kennen doch auch Mr. Buck Winston. Er trinkt so gerne und er reißt alle mit. Bedauern. Kenne ich nicht. Aber Crystal, ich habe ihn dir doch selbst vorgestellt. Erinnerst du dich nicht? Ja. Jetzt erinnere ich mich. Siehst du, ich irre mich nie. Er steht in der Halle und wartet auf jemanden. Und er ist noch viel betrunkener, als Sie vielleicht befürchten mögen. Das wäre doch sehr peinlich, wenn er so auf Stephen treffen würde. Wo willst du hin? Ich will mir das Quatsch nicht länger anhören. Dort können Sie auch nicht hinein. Da sitzt nämlich Mrs. Buck Winston und hat einen hysterischen Anfall in derselben Angelegenheit. Er betrügt Sie nämlich. Das ist ja alles wahnsinnig interessant.
Aber was hat das Ganze mit mir zu tun? Man munkelt, dass Sie es sind. Wirklich? Wenn er das sagt, dann lügt er. Ist einer von der billigen Sorte. Morgen wird die ganze Stadt darüber reden. Stephen wird das nicht sehr mögen. Was versuchen Sie eigentlich? Wollen Sie mich reinlegen? Vor Zeugen? Diese kleine Nutte hat sie aufgehängt. Misch dich nicht rein! Reg dich nicht auf, Silvia. Hier geht's nicht um uns. Na? Was hat er denn in seinem Suff gefaselt? Dieser eingebildete Affe. Raus damit. Das ist alles so peinlich. Ach, wirklich? Was wissen Sie von mir, Mrs. Haynes? Alles. Alles? Alles. Ja, wenn Sie alles wissen, warum gehen Sie dann nicht zu Stephen und erzählen es ihm, Ihre großartigen Entdeckungen? Sie! Blöffen wir nur. Komm, Sylvia. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich werde Stephen sagen. Er wird mir nur nicht glauben. Oh, bitte lach nicht, Crystal. Stephen schätzt Mary. Immer noch sehr. Dass wir uns richtig verstehen. Mrs. Haynes. Ich hab, was ich will. Und ich werde es behalten. Ich werde mich nicht durch Tratsch verdrängen lassen. Was Sie glauben und was Stephen glaubt, das zählt vor einem Scheidungsgericht gar nichts. Da brauchen Sie Beweise. Und die haben Sie nicht. Mr. Winston wird, wenn er wieder nüchtern ist, sich entschuldigen. Und Stephen wird das akzeptieren müssen. So, das wär's. Gute Nacht. Hoffentlich akzeptiert Mrs. Winston das auch. Es wird ja nichts anderes übrig bleiben. Und das Apartment? Welches Apartment? Sie wissen genau, was ich meine. Geben Sie es auf. Man hat sie gesehen. Mrs. Winston hat sie beobachten lassen. Wann? Wo? Wie sie zusammen herausgekommen sind. Wo? Das ist doch alles Lüge. Da wäre ich nicht so sicher, Crystal. Halt dich da raus. Wenn du dich wenigstens mir anvertraut hättest. Das hat sie nicht. Nein! Sie denkt, sie schafft es alleine. Sonst hätte ich ihr nämlich gesagt, dass es weit sicherere Orte gibt als die Gothic Apartment. Halt dein dreckiges Maul! Was fällt dir ein? Ich werde es Stephen schon beibringen. Sie wollen meine Ehe zerstören. So wie du ihre zerstört hast. Ach, bitte. Bedienen Sie sich. Wenn Ihnen das reicht, was ich übrig lasse. Danke. Es reicht mir. Mary! Mary! Hast du denn gar keinen Stolz? Sylvia! Dschungelrot! Stolz ist ein Luxus, den sich eine liebende Frau nicht leisten kann. Da draußen steht ein Mr. Haynes. Er wartet schon die ganze Zeit auf seine Frau. Sag ihm, ich komme.